Wunderschöne Stadtpalais hier in Triest oder Wasserfälle im Kirker Nationalpark oder auf den Spuren von Game of Thrones. Dies und noch viel mehr hier in diesem Video. Guten Morgen hier vom Flughafen in Düsseldorf. Wir haben hier noch ein kleines Frühstück zu uns genommen und gleich geht es in den Flieger auf nach Triest und da dann gleich auf die Mein Schiff 6. Von Düsseldorf aus hatten wir einen ganz entspannten anderthalbstündigen Flug bis nach Triest. Den Flug haben wir über die Reederei gebucht, sodass der Transfer hier zum Kreuzfahrtterminal inklusive war. Moin, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Olix Channel, dieses Mal hier aus Triest. Wir sind gerade an Bord gegangen, der Mein Schiff 6, und heute Abend startet dann unsere zweiwöchige Reise hier durch die Adria. Im Hintergrund schon mal zu sehen, Triest, da werden wir auch gleich noch eine kleine Runde durch die Stadt drehen und dann freut euch auf wirklich tolle Bilder hier von dieser schönen 14-tägigen Adria-Kreuzfahrt. Ja, hier sind wir am Hafen von Triest, hier hinter uns die Mein Schiff 6, und was hier in Triest wirklich ganz toll ist, dass man in wenigen Minuten direkt hier mitten in der Fußgängerzone ist und in der Altstadt. Denn wenn ich mich hier einmal im Kreis drehe, da sehen wir schon hier hinter uns den großen Platz, also das sind wirklich nur wenige Gehminuten und schon ist man hier mitten in der Stadt. Diese wundervollen klassizistischen Stadtpaläste wurden einst eingerichtet von Reedereien, Handelsgesellschaften und Versicherungen hier in der Blütezeit von Triest im 18. und 19. Jahrhundert unter der Regentschaft der Habsburger. Heute ist Triest wieder ein Tor zum Balkanraum hier und mit Hafen- und Werfttätigkeit, internationalen Forschungsinstituten und einem wirklich lebendigen Kulturleben. Der Canale Grande ist eine schnurgerade Einlaufschneise für Handelsschiffe gewesen, die hier direkt an der Seite an den Handelshäusern Stopp machen konnten, und führt bis zur Kirche San Antonio Nuevo. Und hier an der Seite sieht man auch die serbisch-orthodoxe Kirche der Dreifaltigkeit. Und die Stadt lädt natürlich ein zum Flanieren und Shoppen, und wer mag, setzt sich gern in eins der vielen Kaffeehäuser. Triest ist heute noch der Sitz von verschiedenen Kaffeeröstereien, wie zum Beispiel Illy. Die Kirche Santa Maria Maggiore ist eine katholische Pfarrkirche. Das barocke Gotteshaus wurde im 17. Jahrhundert von der Triester Jesuitengemeinde erbaut und wird seit 1922 vom Franziskanerorden betreut. Und am Nachmittag waren wir wieder zurück hier am Hafen von Triest und an der Mein Schiff 6. Danach gab es ein entspanntes Abendessen im Atlantic Classic und danach ging es dann zur Auslaufparty hier auf dem Pooldeck. Und das war nicht die einzige Poolparty, die wir hier erlebt haben. Im Laufe unserer 14-tägigen Reise gab es noch weitere Partys. Das kann Mein Schiff wirklich richtig gut. Und hier am ersten Abend hat es auch wirklich Spaß gemacht. Die Anreise war ja kurz und entspannt, sodass wir abends noch nicht allzu müde waren. So konnten wir den Abend hier ganz entspannt ausklingen lassen. Gegen 22 Uhr hat das Schiff abgelegt. Und natürlich ganz traditionell zu den Klängen von Unheilig und der Auslaufmelodie Große Freiheit haben hier den Hafen von Triest verlassen. Der zweite Tag unserer Reise war direkt ein Seetag. Das haben wir persönlich ja mal besonders gern. So kann man direkt am nächsten Tag nach der Anreise mal ganz entspannt ankommen, das Schiff für sich erkunden. Wir waren das erste Mal hier auf der Mein Schiff 6. Wobei, wenn man einmal auf dem Mein Schiff war, da kennt man sich dann in der Regel ja ganz gut aus, denn die Schiffe der Flotte sind ja alle sehr ähnlich aufgebaut, mit Ausnahme der ja im kommenden Jahr in Dienst zu stellenden Mein Schiff Relax. Die soll ja grundsätzlich ein wenig anders strukturiert worden sein. Nichtsdestotrotz haben wir uns ein wenig die Füße vertreten und uns die Mein Schiff 6 erlaufen. Unter anderem hier am Seetag natürlich geöffnet, die Shopping Mall mit den unterschiedlichen Geschäften
Von Kleidung über Logoartikel, Parfümerie, Schmuck und Uhrengeschäften findet man hier wirklich reichlich Auswahl. Und hier an dieser Sitzecke kann man auch zwischendurch eine kleine Pause einlegen. Eine Kaffeemaschine steht daneben. Vielleicht auch für die Männer ganz angenehm, wenn die Damen sich ein wenig zu lange hier bei der Taschenauswahl aufgehalten haben. Und zudem befindet sich hier der Photoshop im neuen Wall. Und wenn man etwas weiter durchgeht, findet man dann hier auch die Galerie, betrieben hier in Zusammenarbeit mit Queen's Gallery. Das Theater ganz vorne im Bug des Schiffes haben wir in der Tat gar nicht besucht. Hier nur mal ein kurzer Blick hinein, da liefen gerade Proben. Und direkt neben der Queen's Gallery befindet sich die Galerie Bar. Eigentlich ein ganz schöner Ort, haben wir auf unserer Reise aber eigentlich gar nicht besucht, weil das Wetter die ganze Zeit wunderbar und schön war, sodass wir uns mehr auf den Außendecks aufgehalten haben. Und hier noch ein Blick in das Casino und die Raucherlounge. Direkt gegenüber befindet sich der Eingang zur Abtanzbar. Das ist die Diskothek hier auf der Mein Schiff 6. Und dann haben wir nochmal vorbeigeschaut unten an der Rezeption, denn da befindet sich noch die Kaffeebar. Alles, was man hier bestellt, gibt es dann gegen Aufpreis. Hier nochmal ein Blick in die TUI-Bar, gibt es auch auf jedem Schiff der Mein Schiff Flotte. Und dann hier mal ein Blick in die Studio-Bar. Die ist tatsächlich neu hier auf der Mein Schiff 6. Auf den anderen Schiffen der Flotte befindet sich ja hier nur die kleine Spielstätte. In dem Fall hat das Studio noch eine kleine Bar angeschlossen. Das ist ganz praktisch, da kann man sich für die Show dann noch ein Getränk dazu holen. Dann hier mal den Blick in die Atlantik-Restaurants. Auch die gibt es ja auf jedem Schiff der Flotte. Hier das Atlantik-Mediterran. Nicht nur zum Abendessen geöffnet, sondern auch zum Mittagessen und für das Frühstück natürlich. Unten im Atlantik Classic Frühstück als Buffet und im Mediterran bekommt man das Frühstück serviert. An Tag 3 unserer Reise haben wir Kotor erreicht hier in Montenegro. Und das wirklich Besondere an diesem Ort ist die Einfahrt in die Bucht von Kotor. Man nennt sie auch den südlichsten Fjord Europas, denn die Einfahrt dauert ca. 90 Minuten. Hier 30 Kilometer zieht sich der Fjord hier in die Felsenlandschaft von Montenegro. Da lohnt sich auf jeden Fall das frühe Aufstehen, denn das ist schon ein ganz besonderes Naturerlebnis, hier ganz langsam an den verschiedenen Orten der Bucht vorbeizufahren, bis man dann ganz am Ende der Bucht dann Kotor selbst erreicht. Die geschützte Bucht von Kotor war Schlupfwinkel für Piraten und Seeräuber, aber auch Handelsumschlagplatz und Marinestützpunkt und damit natürlich bei Besatzern heiß begehrt. Man kann hier in der Stadt römische und byzantinische Spuren entdecken, aber auch die Venezianer herrschten hier 300 Jahre, die Österreicher, Russen und sogar die Truppen Napoleons. Hinter der ca. 4,5 Kilometer langen Stadtmauer empfängt einen auch heute noch die mittelalterliche Altstadt mit ehrwürdigen romanischen Kirchen, dem klassischen Uhrenturm aus der Renaissance und einigen prachtvollen venezianischen Palästen. Die schöne Altstadt von Kotor mit ihren engen Gassen kann man nur zu Fuß erkunden und wer möchte, kann auf der alten Stadtmauer spazieren gehen. Der Weg auf der Mauer ist allerdings teilweise etwas holprig. Gutes Schuhwerk ist daher empfehlenswert. Und mit etwas Kondition kann man auf die Festung der Stadt Kotor gehen bzw. sie erklimmen und von hier oben einen herrlichen Ausblick über die Stadt, das Kreuzfahrtschiff und die Bucht genießen. So, jetzt sind wir hier oben schon mal ein ganzes Stück oberhalb von Kotor und wir haben natürlich einen ganz wundervollen Blick über die Bucht. Dafür muss man hier aber einen sehr beschwerlichen Weg hier rauf, über, glaube ich, mehrere tausend Stufen, die es hier rauf geht. Aber es gibt hier eine Zwischenstation und zwar ist die hinter mir. Das ist diese kleine Kirche und Kapelle, das ist so in etwa nur der halbe Weg. Da hinten geht es aber noch weiter rauf, dann bis zum Fort hier von Kotor. Mal schauen, wie weit ich es noch schaffe, weil es ist schon relativ warm jetzt hier um 10 vor 10 morgens und da liegen noch ein paar hundert Stufen vor mir, um ganz nach oben zu kommen. Aber von hier vorne hat man auf jeden Fall schon mal einen ganz tollen Blick über die Bucht. Ich schalte mal kurz die Kamera um. So,
Das hier ist der Blick hier oben von der Kirche aus runter auf die Stadt und den Fjord. Ganz da hinten kann man so leicht erahnen, steht mit dem Bug zu uns die Mein Schiff 6. Aber hier liegen noch ein paar andere Schiffe ganz hinten zu sehen, die Celebrity. Und hier vorne noch ein Schiff von NCL. Und hier vorne gibt es noch eine Segelyacht, die hier direkt in der Altstadt liegt. Von hier oben hat man einen ganz wunderbaren Blick auf die Altstadt und diese wunderschöne Bucht von Kotor. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg hier die Treppen weiter rauf und schaue mal, dass ich irgendwann an diesem Fort ankomme. Von da oben soll man noch einen viel, viel besseren Blick hier auf die Stadt und die wunderschöne Bucht haben. So, da geht es weiter bergauf und das ist hier so der Weg. Man hat ein paar Stufen und so einen unbefestigten steinigen Weg. Also es ist tatsächlich nur geeignet, wenn man einigermaßen gut zu Fuß ist, die Knie und die Hüfte mitspielt und einem die Hitze nicht so viel ausmacht. Denn es ist durchaus beschwerlich hier rauf. So, wir haben es geschafft. Da hinten ist das Fort. Und ich bin ganz schön außer Atem. Und es ist sehr warm. Und der Weg hier hoch ist echt anstrengend. Und jetzt schaue ich mal, was wir hier für einen fantastischen Blick haben. Wir schauen hier wunderbar runter auf die Bucht von Kotor und haben hier wirklich einen fantastischen Ausblick. Das ist wirklich großartig. Also der beschwerliche Aufstieg lohnt sich ganz bestimmt. Aber nochmal, die Knie, Hüften und Füße müssen mitspielen, denn es ist ja relativ uneben, viele Stufen, unebene Steine. Also hier wirklich nur den Weg nach oben nehmen, wenn man sich wirklich körperlich fit genug dafür fühlt. Im Übrigen ist unten der Eingang, da kostet hier der Zutritt hier zu dieser Treppe, um hier hochzukommen, 15 € im Moment. Also das bitte auf jeden Fall dann mit einplanen. So, und ganz da hinten sieht man auch unser Schiff. Ich gehe mal weiter ran. Da liegt die Mein Schiff 6 relativ weit draußen. Mit den Tenderbooten braucht es so ungefähr 20 Minuten hier bis zur Anlegestelle von Kotor. So, da hinten ist noch der Rest des Forts, auf das man hier hochkraxelt, wenn man die, ich weiß nicht wie viele 1000 Stufen hier hochgelaufen ist. Durchgeschwitzt und durstig, also auf jeden Fall Wasser mitbringen, wobei hier zwischendurch gibt es auch mal so kleine fliegende Stände von Menschen, die hier noch Getränke verkaufen. Aber sinnvollerweise besser die eigene Wasserflasche mitnehmen, denn bis hier oben ist man sonst komplett verdurstet und ausgetrocknet. Denn das ist schon echt eine Hausnummer hier rauf, aber der Ausblick lohnt sich wirklich, ist ein grandioser Blick hier über die Bucht von Kotor. Aber bei all der Freude über die tolle Aussicht und die Leistung, die man sich selber abgerungen hat beim Erklimmen hier der Festung, darf man nicht vergessen, man muss den gesamten Weg auch wieder zurück. Und hier sieht man nochmal, wie uneben die Stufen sind und wie eng der Weg ist. Man muss sich also immer wieder aus dem Weg gehen und hier über das Geröll an der Seite steigen. Das ist tatsächlich zum Teil auch etwas rutschig gewesen, wenn diese Steine unter den Schuhen ein wenig nachgegeben haben. Also auch hier wirklich darauf achten, einen sicheren Tritt zu haben und auf jeden Fall festes Schuhwerk tragen. Und wieder zurück unten in der Altstadt von Kotor kann man sich noch ein wenig durch die engen Gassen treiben lassen und ein schatziges Plätzchen suchen, ein wenig shoppen, Souvenirs shoppen hier in den Geschäften oder ein kühles Getränk in einem der Cafés und Restaurants zu sich nehmen. Hier sieht man nochmal einen Teil der Stadtmauer. An der Stelle ist es relativ gut befestigt. Ja, und hier kann man nochmal ein bisschen den Ausblick genießen auf die Berge, von denen man weiß, dass man einen Teil von ihnen gerade auch selber erklommen hat. Dann ging es zurück mit dem Tenderboot zum Schiff, denn unsere Mein Schiff 6 hat tatsächlich in der Bucht gelegen und nicht am Hafen angelegen, sodass wir morgens hin und auch am Nachmittag dann mit dem Tenderboot gefahren sind. Ja, und zurück aus der Bucht, wieder zurück in die Adria. Das ist mindestens genauso fantastisch, was den Ausblick anbelangt, wie die Einfahrt am frühen Morgen.
been running from things that you know, just trying to find where to live. Tag 4 unserer Reise hat uns auf die Insel Korfu hier in Griechenland geführt. Genauer gesagt sind wir hier in Korfu Stadt. Und wir haben an dem Tag einen E-Scooter-Ausflug gebucht, sind also mit einem Scout von der Mein Schiff 6 mit den Scootern hier durch die Stadt gefahren. Ein besonderes Highlight hier in der Stadt von Korfu sind die sogenannten Kolonnaden. Hier sieht man sie. Von hier aus kommt man dann auch zu Fuß ganz gut in die Stadt, also in die Altstadt, kann sich ein wenig durch die Gassen treiben lassen, Souvenirs kaufen. Es gibt aber auch ganz normale Geschäfte. Cafés, Restaurants, Bars, also hier lässt sich es über den Tag ganz gut aushalten, besonders wenn man ein schattiges Plätzchen sucht, denn die Gassen laden ein, hier eben auch mit solchen Restaurants, wo man sich im Schatten ganz gut aufhalten kann. Der historische Stadtkern von Korfu zählt übrigens zum UNESCO-Weltkulturerbe und hier hat man nochmal einen Blick auf die alte venezianische Festung, die auf einer Halbinsel erbaut wurde, ja, um die Stadt vor Eindringlingen zu schützen. Nach ein wenig Freizeit hier in der Stadt haben wir uns dann wieder mit unserem Guide getroffen, der hier auf uns gewartet hat. Und von da aus ging es dann zurück mit den E-Scootern zum Hafen und zur Mein Schiff 6. Hier nochmal ein ganz schöner Blick von der Festung aus Richtung Hafen. Da ist sie nochmal von der anderen Seite, von der Seeseite aus zu sehen. Ja, und dann war unser Tag auf Korfu schon vorbei. It was dark for a while, but I can see the light. Lost my heart for a while, but now I'm feeling right. Hold your hope in the trial until you leave the night. Let's party. Und sehr beliebt auf Kreuzfahrtschiffen und insbesondere hier auch auf der Mein Schiff-Flotte sind die Poolpartys. An diesem Abend hatten wir auch wieder eine Poolparty, und zwar die sogenannte White Night. Das ist ein Event, was auch regelmäßig auf fast jeder Schiffsreise stattfindet. Die meisten Gäste sind tatsächlich auch in weiß gekleidet, genauso wie das Show-Ensemble, was an dem Abend aufgetreten ist. Und das wirklich warme mediterrane Wetter hat dazu eingeladen, hier auf der Poolparty noch bis zum späten Abend, nein, sogar bis in die Nacht hinein zu feiern. We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me. Tag 5 unserer Reise war wieder ein Seetag bei ganz fantastischem Wetter, was dazu eingeladen hat, ja, alle Annehmlichkeiten des Schiffes ausgiebig zu genießen und zu relaxen. Am Nachmittag haben wir uns noch eine Buchlesung gegönnt hier im Studio. Das war sehr lustig und unterhaltsam. Und am Abend gab es ganz leckeres Essen im Schmankerl. Das ist eines der Spezialitätenrestaurants hier hinten am Heck des Schiffes in der sogenannten Großen Freiheit mit alpenländisch-österreichischer Küche. Wir sind in Zadar in Kroatien und wir haben einen Ausflug gemacht zum Krka Nationalpark bzw. zu den Wasserfällen hier im Krka Nationalpark.
Ja, die Wasserfälle sind das Markenzeichen und die Hauptattraktion des Nationalparks Krka. Insgesamt reihen sich hier 17 Barrieren, Dutzende kleinere und eine Handvoll größere Wasserfälle aneinander, die zusammen auf der ganzen Länge des Parkareals 46 Höhenmeter überwinden. Durch den Nationalpark führt ein sogenannter Lehrpfad. Ja, das ist so ein Holzsteg, der hier durch den Nationalpark entlang und zum Teil über den Wasserfall hinweg führt. Das hat unser Guide wirklich ganz toll gemacht. Wir sind wirklich den ganzen Pfad gelaufen und haben ganz, ganz viele Informationen bekommen. Mit ja, zunehmender Uhrzeit des Tages wurde es allerdings dann hier auch zunehmend voller. Mein Tipp ist hier wirklich so früh wie möglich in den Krka Nationalpark zu fahren, denn gegen Mittag wurde es dann insgesamt hier sowohl auf dem Lehrpfad als auch in den anderen öffentlichen Bereichen hier des Parks relativ voll. Nichtsdestotrotz war das wirklich ein ja, wirklich ganz toller Spaziergang, kann man sagen, hier über den Naturpfad bzw. den Lehrpfad entlang des Wasserfalls. Da unten sieht man sie schon, diese riesige Brücke, die über den Fluss Krka führt. Von hier aus hat man wirklich den besten Blick über den Wasserfall. Ja, nachdem wir heute Morgen einen wunderschönen Ausflug gemacht haben in den Nationalpark Krka, wo wir uns die tollen Wasserfälle angesehen haben, sind wir jetzt am Nachmittag nochmal hier nach Zadar hineingefahren. Und natürlich führt kein Weg vorbei hier an der Meeresorgel. Man hört sie vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Eine tolle Konstruktion, wodurch durch die Wellenbewegungen hier am Meer Luft durch so kleine Röhren mit Pfeifen gedrückt wird und das dann diese Klänge hier direkt an der Uferpromenade auslöst. Jetzt geht es hier entlang der Promenade weiter einmal in die Altstadt von Zadar. Und nachdem wir den Vormittag im Krka Nationalpark verbracht haben und die tollen Wasserfälle gesehen haben, haben wir uns für den Nachmittag noch den Shuttlebus in die Altstadt hier nach Zadar genommen und haben uns hier ein wenig durch die Stadt treiben lassen. Wirklich sehr sehenswert und sehr schön. Zadar selbst war tatsächlich bis 1873 eine Festung und hat sich dann über die Jahrzehnte zu einer ausgewachsenen Stadt entwickelt. Aus dem 13. Jahrhundert stammt der Dom der heiligen Anastasia. Die Kirche zur heiligen Dreifaltigkeit ist die älteste der Stadt und beherbergt heute ein Museum. Und im 9. Jahrhundert wurde die Kirche des heiligen Donat errichtet. Diese zweigeschossige Rundkirche von St. Donatus ist ein Wahrzeichen der Stadt geworden.
Und auf unserer Reise ist in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Und natürlich gibt es auch Public Viewing hier auf der Mein Schiff 6. In der Arena gab es eine ganz ausgelassene Stimmung hier beim Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Wir sind in Slowenien und von unserem Hafen aus hier in Koper haben wir einen Ausflug gemacht mit dem Hop-on, Hop-off-Bus und sind in die 3 benachbarten Küstenstädte von Koper gefahren. Zunächst einmal der erste Stopp hier in Isola. Ja, Isola ist eine ganz charmante kleine Küstenstadt mit einem malerischen Hafen, engen Gassen und einem ganz besonderen mediterranen Flair. Ja, und hier im Hafen findet man Fischerboote und Yachten, aber eben von hier aus kommt man dann auch zu einer kleinen Badestelle oder dann in die Altstadt hier von Isola. Im Übrigen bei unserem Ausflug gab es an jedem der Stationen dann die Möglichkeit, auch einen kleinen Snack zu genießen. Der war im Ausflugspreis enthalten. Wir haben uns hier ein wenig durch die Stadt treiben lassen und Stopp gemacht an diesem süßen kleinen Café, was Gott sei Dank sehr schattig war, sodass man es da auch eine Weile aushalten konnte, denn in der Sonne wurde es auch zunehmend wärmer an dem Tag. Stopp Nummer 2 auf unserer Tour war Piran. Diese kleine Küstenstadt liegt auf einer Halbinsel und ist berühmt für ihre venezianische Architektur und die engen Gassen. Sie bietet einen herrlichen Blick auf das Meer und die Umgebung und Piran war tatsächlich einst Teil der Republik Venedig und diese venezianischen Einflüsse sind in der Architektur und der Kultur der Stadt auch heute noch deutlich sichtbar. Station Nummer 3 auf unserer Hop-on-Hop-off-Bus-Tour war Portorož. Ja, Portorož ist ein bekannter Touristenort hier an der sogenannten slowenischen Riviera. Hier findet man luxuriöse Hotels, Casinos und Spa-Einrichtungen und auch einen Strand. Hier der Hauptstrand, der Portorož-Strand, ist gut ausgestattet mit Liegestühlen, Sonnenschirmen und zahlreichen Cafés und Bars entlang der Promenade. Und hier in Portorož haben wir auch unseren dritten Snack genossen, ein ganz, ganz leckeres Eis in einem der Cafés hier direkt an der Stadtpromenade. Ja, zurück in Koper hat es uns dann noch in die kleine Altstadt von Koper verschlagen. Auch das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist alles sehr eng beieinander und sehr nah direkt vom Schiff aus erreichbar. Also wirklich nur ein paar Gehminuten und schon ist man hier mitten in der Altstadt von Koper. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Koper gehört hier der sogenannte Titoplatz, der Hauptplatz der Stadt mit der Kathedrale von Koper. Von hier aus kommt man dann direkt hier durch diesen Durchgang in die verwinkelte kleine Altstadt mit vielen Geschäften, Souvenirgeschäften, Cafés, Restaurants, Bars und einer wirklich ganz gemütlichen Atmosphäre. Hat mir wirklich gut gefallen. Hier noch der Spaziergang durch Koper, zumal das ja auch wirklich sehr nah und fußläufig vom Schiff aus erreichbar war. To run away with me. Don't tell your friends, but let them know we're safe. Let her run. The rose calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. I was just Und wenn ihr diese oder auch eine andere Kreuzfahrt plant, dann empfehle ich euch die Beratung durch ein auf Kreuzfahrten spezialisiertes Reisebüro.
Wir haben es auch so gemacht und deswegen meine absolute Empfehlung für kreuzfahrtanker.de. Hier bekommt ihr eine Top-Beratung und das zu den gleichen Preisen wie bei der Buchung über die Reederei selbst. Weitere Informationen und Links zu kreuzfahrtanker.de findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und einige Passagiere haben am nächsten Tag dieses Schiff verlassen und deswegen gab es an Tag 7 unserer Reise eine Abschiedspoolparty, wo sich die Gäste und die Crew voneinander verabschieden konnten und wir Danke sagen konnten für eine tolle Kreuzfahrtwoche. Für uns ging es natürlich noch eine Woche weiter zu weiteren tollen Destinationen, also bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir sind auf dieser Reise das zweite Mal hier in Triest, bleiben aber natürlich noch eine weitere Woche, anders als andere Gäste, die heute das Schiff verlassen haben. Wir haben einen Ausflug gemacht und zwar hier zum Castello de Miramare. Das Schloss wurde in der Zeit zwischen 1856 und 1860 erbaut vom damaligen Erzherzog Ferdinand Maximilian von Österreich und seiner Frau Charlotte von Belgien. Der Erzherzog war im Übrigen der Bruder vom Kaiser Franz Josef von Österreich-Ungarn, der verheiratet war mit auch einer sehr berühmten Person, nämlich der Kaiserin Elisabeth, die vielen als die Kaiserin Sissi bekannt ist. Und da natürlich die Verwandtschaft regelmäßig auch hier zu Besuch in Triest war, wird das Schloss auch schon mal gern das Sissi-Schloss genannt. Das wirklich sehr sehenswerte Schloss und seine Inneneinrichtung sowie die umliegende Parkanlage wurde entsprechend den detaillierten Anweisungen und Vorstellungen des Erzherzogs erbaut und spiegelt in vielen Bereichen die große Liebe Maximilians zum Meer wider. Der Name Miramare beruht auf den italienisch-spanischen Ausdrücken Mira, was so viel heißt wie anschauen oder schauen, und Mare, also dem Meer, bedeutet also viel wie Meeresblick. Die Innenausstattung wurde erst 1870 nach dem Tod Ferdinand Maximilians fertiggestellt. Seit 1955 ist das Schloss als staatliches Museum für Besucher geöffnet und ist wirklich absolut sehenswert. Also kann ich nur empfehlen, hier einen Besuch mal am Castello di Miramare abzustatten, wenn man in Triest ist. Die Parkanlage und damit eben auch der Blick von außen auf das Schloss ist kostenfrei, da zahlt man keinen Eintritt. Wenn man in das Museum hinein möchte, zahlt man allerdings eine entsprechende Eintrittsgebühr. Nach dem Tod von Maximilian wurde das Schloss zu einer Sommerresidenz der Habsburger. Im September 1882 weilte Kaiser Franz Josef im Schloss anlässlich der 500-jährigen Dauer der Habsburger Herrschaft über die Stadt Triest. In seiner Begleitung befand sich seine Ehefrau Elisabeth, sein Sohn und Thronfolger Rudolf sowie seine Schwiegertochter Stefanie von Belgien. Elisabeth und Stefanie residierten auch in den darauffolgenden Jahren auf dem Schloss. Kaiserin Elisabeth hielt sich in den darauffolgenden Jahren immer mal wieder hier auf dem Schloss auf und damit ist der Begriff des Sissi-Schlosses vielleicht gar nicht so weit weg hergeholt. Berühmt ist neben dem Schloss auch die ausgedehnte Parkanlage, die es umgibt. Der Park erstreckt sich über 22 Hektar auf einem ursprünglich kargen Felsenvorsprung. Der Erzherzog wollte diesen kahlen Felshügel in einen Garten verwandeln und so ließ er von den Hofgärtnern diesen Park als Teil italienischen Garten und im anderen Teil als englische Parkanlage anlegen. Tag 9 unserer Reise war dann wieder ein Seetag. Wir haben nichts Besonderes gemacht, sondern einfach nur die Seele baumeln lassen. Und zum Abendessen ging es dann in das asiatische Spezialitätenrestaurant, das Hanami, ganz hier im Heck der Mein Schiff 6 unter dem Diamanten hier in der sogenannten Großen Freiheit.
Das war ein wirklich sehr leckeres Abendessen, kann ich absolut nur empfehlen, hier mal ein wenig Geld zu investieren und dieses wirklich sehr exklusive asiatische Abendessen zu genießen. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Tag 10 unserer Reise hat uns nach Bari geführt. Diese italienische Gemeinde ist die Hauptstadt der Region Apulien, hier im Süden Italiens, und ist eine bedeutende Hafen- und Universitätsstadt. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Unser Ausflug war eine Stadtführung, die uns hier durch die Altstadt von Bari geführt hat, und natürlich führt hier auch kein Weg vorbei an der großen Kathedrale San Sabino, die tatsächlich schon Ende des 12. Jahrhunderts errichtet wurde. Now the morning is the afternoon. God, I messed up again. I didn't pay preacher's 10. I gave it to someone in need. Does that mean you won't bless me? God, I'm trying hard not to curse in my car, even when the traffic's bad. Did you ever get really mad? Now the morning. Bari mit seiner ca. 3500 Jahre alten Geschichte, das sind eben nicht nur die beeindruckenden Kirchen und großen Plätze, sondern auch die kleinen, eng gewundenen Gassen und dunklen Tordurchgänge. Das ist wirklich eine sehr, sehr besondere Atmosphäre hier in der Altstadt von Bari. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars. Und man war nicht in Bari, wenn man nicht mindestens einmal durch die Arco Basso gegangen ist, die sogenannte Nudelgasse. Diese kleine Gasse hier in Bari steht inzwischen in jedem Reiseführer, denn hier produzieren Frauen vor ihrer Haustür jeden Tag frische Pasta. Vorwiegend die berühmten Spezialitäten Oricette, die apulischen Orchennudeln. Direkt hier in ihren Wohnzimmern zur Gasse heraus könnt ihr die Hausfrauen dabei beobachten, wie sie mit ihren flinken Fingern ihre Nudeln zubereiten und zum Trocknen dann in Gitterrosten auf die Straße stellen. Unsere Stadtführung war ja ein kulinarischer Stadtrundgang, und so haben wir Stopp gemacht hier in verschiedenen kleinen Restaurants, Bäckereien und Cafés und konnten tatsächlich unfassbar leckere Spezialitäten hier aus der Region probieren. Das war alles reichlich und wahnsinnig lecker. Wir hätten uns das Frühstück wirklich sparen können, aber dann gab es natürlich noch ein bisschen was zum Verdauen. Hier konnten wir uns verschiedene Liköre und Schnäpse in diesem Geschäft aussuchen. Das hat ganz gut getan. Und wer mochte, und wir mochten auf jeden Fall, konnten direkt hier nebenan noch ein ganz, ganz leckeres Eis probieren. Never sleep, never stop. As we shop through time, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be two hearts running wild.
An Tag 11 konnten wir ein weiteres Mal die wirklich fantastische Einfahrt hier in die Bucht von Kotor genießen. Da wir dieses Mal ein wenig später hier angekommen sind, mussten wir auch nicht ganz so früh aufstehen und konnten zum Teil hier sogar vom Frühstück aus die wunderschöne Landschaft an uns vorbeiziehen lassen. Dieses Mal hatten wir einen anderen Ausflug vor, und zwar sind wir mit einem Speedboot gefahren, im Grunde wieder zurück durch die Bucht von Kotor zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten, die hier in der Bucht gelegen sind. Das war eine ganz rasante Fahrt, hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten einen tollen Guide, der wirklich toll erzählt hat, im Übrigen sehr gut Englisch sprechen konnte. War hier eine ganz internationale Truppe, die hier auf dem Boot unterwegs war. Ja, und wir sind hier entlang der Küstenorte der Bucht von Kotor gefahren. Und unter anderem haben wir dann Stopp gemacht auf einer kleinen künstlichen Insel, die hier mitten in der Bucht liegt. Da sieht man sie schon. Diese künstliche Insel wird genannt Our Lady of the Rocks, und einer Legende nach haben zwei Fischer hier aus der Gegend an dieser Stelle eine Ikone der Heiligen Mutter Maria mit dem Jesuskind gefunden und sie mit nach Hause genommen. Am nächsten Tag war sie allerdings verschwunden, und als sie nachgeschaut haben, fanden sie die Ikone hier wieder an derselben Stelle, wo sie sie gefunden hatten. Sie haben sie wieder mit nach Hause genommen. Am nächsten Tag war sie wieder weg, hier an diesem Ort, und haben gedacht, okay, die Ikone möchte hier sein. Das ist der Wunsch der Heiligen Mutter, und deswegen wurde ihr zu Ehren hier eine Kirche errichtet. Am Ende hat es tatsächlich 200 Jahre gedauert, bis diese künstliche Insel hier aufgeschüttet wurde und die Kirche errichtet werden konnte. Ein weiterer Stopp führte uns hier zu den sogenannten U-Boot-Tunneln. Die sind tatsächlich schon in den 1970er Jahren errichtet worden, seinerzeit von der jugoslawischen Marine, und am Ende, ja genau wie der Name schon sagt, dazu errichtet worden, um U-Boote oder kleinere Marineschiffe zu verstecken. Davon gibt es hier mehrere an der Küste. Sie sind in etwa ca. 100 Meter lang. Ist mal ganz beeindruckend, mit dem kleinen Boot hier hineinzufahren. Inzwischen haben wir die wirklich lange Bucht von Kotor mit dem Speedboot hinter uns gelassen und sind hier wieder zurück in der Adria. Und hier sieht man sie schon, die Einfahrt zur sogenannten Blauen Grotte. Sie heißt Blaue Grotte, denn wenn man drin ist und das Licht von außen hineinfällt, schimmert das Wasser wirklich ganz leuchtend blau. Wer einen Ausflug hier in die Blaue Grotte macht, auf jeden Fall Badesachen mitnehmen, denn man kann von den Booten aus hier ins Wasser springen und für ein wenig Abkühlung sorgen. Das haben wir auch gemacht. War ein kurzer Stopp hier in der Blauen Grotte, und danach ging es dann wieder mit Highspeed mit unserem Speedboot zurück durch die 30 Kilometer lange Bucht von Kotor hier entlang der wunderschönen Landschaft.
Zurück auf dem Schiff gab es abends wieder eine Poolparty, war wieder beste Stimmung bei hervorragendem, warmem Sommerwetter, sodass die Party wieder bis tief in die Nacht hineinging. Tell me what you needing. You can call my name, I'll be around. The sky is falling. Wer diesen Vorspann hier erkennt, der wird erahnen, was unsere nächste Destination ist. Hier sieht man schon den Vorspann zur berühmten Serie Game of Thrones. Und Teile dieser Serie wurden hier in dieser Stadt gedreht, nämlich in Dubrovnik. Und für Fans dieser Serie ist Dubrovnik ein ganz besonderer Ort, denn hier kann man wandeln auf den Spuren von Game of Thrones und die Spielstätten entdecken. Das haben wir auch gemacht und haben tatsächlich auch vieles wiedererkannt. Aber auch für Menschen, die keine Fans der Serie sind, bietet Dubrovnik wirklich einiges Sehenswertes. Die Stadt hier im südlichen Kroatien an der Adriaküste wurde bereits 1979 von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Die gut 40.000 Einwohner zählende Stadt ist ja im Wesentlichen bewohnt von 90% ethnischen Kroaten. Es gibt aber auch Bosniaken, Serben, Montenegriner, Albaner sowie eine kleine jüdische Gemeinde hier in der Stadt. Dubrovnik war und ist ein Zentrum der kroatischen Kultur und geschichtlich war es eine bedeutende Handelsstadt sowie Hauptort der einstigen Republik Ragusa. Zahlreiche bedeutende kroatische Dichter, Künstler, Gelehrte, Mathematiker und Physiker stammen hier aus Dubrovnik. Die kroatische Bezeichnung der Stadt ist von dem slawischen Wort Dubrava hergeleitet, was so viel wie Eichenhain bedeutet. Und die alte romanische Bezeichnung Ragusa geht auf den Namen der kleinen Insel zurück, auf der die erste Siedlung hier in der Gegend entstanden ist. Even when it comes, I'll be fading in time. Oh, reads in one frame at a time. Gotta hold the lead to win if you get it. Nach einer kleinen Bootsfahrt haben wir hier die kleine Insel Lokrum erreicht, die ca. 630 Meter vor der Altstadt hier von Dubrovnik liegt. Ja, im Zentrum der Insel findet man das alte Fort Royal, was von den Franzosen erbaut wurde. Und hier sind wir ein wenig durch die alten Ruinen und Gärten geschlendert. Auch hier wurden Teile der Serie Game of Thrones gedreht und so findet man hier im Übrigen auch eine Nachbildung des Eisernen Throns. Lokrum ist ein beliebter Ort sowohl für Einheimische als auch für Touristen und bietet eine Reihe von Bademöglichkeiten. Die eine Seite der Insel ist eher flach und gut mit dem Boot erreichbar, auf der anderen Seite hingegen ist es eher steil und schwer erreichbar. Wir sind allerdings nicht baden gewesen, sondern nach unserem Ausflug auf die Insel dann wieder zurück nach Dubrovnik gefahren. Der letzte Hafentag unserer Reise führt uns nach Split. Split ist die zweitgrößte Stadt Kroatiens und auch die größte hier im Süden Kroatien und gilt daher im Volksmund als die Hauptstadt Dalmatiens, ohne dass ihr dieser Status je offiziell zugesprochen wurde.
Wir gehen hier in die Kellerräume des Diokletian-Palastes. Ja, der Palast ist ein antiker Baukomplex, der als Alterssitz für den römischen Kaiser Diokletian diente, welcher als einziger römischer Kaiser 305 nach Christus freiwillig aus dem Amt schied, gemeinsam mit seiner Mitkaiserin Maximian. Der Diokletian-Palast bildet heute die Innenstadt der kroatischen Hafenstadt Split und wurde nach der Römerzeit zu einer bewohnten Festung umgewandelt, welche in der Folge an unterschiedliche kulturelle Einflüsse angepasst wurde. Zahlreiche Gebäude oder bautechnische Veränderungen aus unterschiedlichen Epochen zeugen von der lebhaften Geschichte der Stadt Split. Die UNESCO erklärte den Innenstadtbereich des Palastes im Jahr 1979 zum Weltkulturerbe. Der auf einem rechteckigen Grundriss errichtete Palast nahm eine Fläche von ca. 30.000 Quadratmetern ein. Nach außen grenzt sich der Bau durch starke Mauern mit viereckigen Ecktürmen und zusätzlich vorspringenden Türmen an den Fassaden deutlich ab, außer an der zum Meer gewandten Südfassade. Anhand der unterschiedlichen Hallen, durch die wir hier gegangen sind, können die Dimensionen des einstigen Palastes am besten nachvollzogen werden. Diese Hallen waren tatsächlich über viele Jahrhunderte durch Abfall verborgen. Always believed that after the miles we find ourselves here at the end of the aisle. Looking at me, you're looking at me. What more could I want? What more could I need? Our hands intertwined in this sweet symphony. You're all that I want to forever be. Die heutige Kathedrale des heiligen Domnius wurde einst als Mausoleum für den Kaiser Diokletian erbaut, der im Jahr 313 verstarb. Die Kathedrale hat die Form eines Oktogons und der Innenraum ist rund und von einer Kuppel mit eckigen und halbrunden Nischen überdacht. In den Nischen waren ursprünglich Skulpturen der Kaiser und Götter aufgestellt und der Raum ist umrundet von 8 Säulen aus Granit auf Basen aus dalmatinischem Kalk, gekrönt von korinthischen Kapitellen. Die Säulen haben allerdings nur dekorative Funktion. Und nach einem weiteren Spaziergang hier durch die Altstadt von Split waren wir wieder hier zurück an der Uferpromenade und hier endete auch unsere Stadtführung, unser Rundgang. Und wir sind dann auf eigene Faust noch ein wenig durch die Stadt geschlendert und hiernach dann zurück in den Hafen zum Schiff, zu unserer Mein Schiff 6. Das ist alles ganz gut zu Fuß erreichbar. Also man braucht hier weder einen Shuttlebus noch ein Taxi. Das geht alles ganz gut zu Fuß. We can take this ride wherever it goes, as long as you're with me, I feel at home. Tag 14 war wieder ein Seetag hier am letzten Reisetag unserer 14-tägigen Kreuzfahrt durch die Adria. Hatten wir wieder ganz fantastisches Wetter, sodass hier die Außen- und Poolbereiche ausgiebig genutzt werden konnten. Man kann sich hier aber auch ein wenig zurückziehen, wie zum Beispiel hier am Champagnertreff. Am Abend gab es noch leckeres Steak hier im Steakhouse auf der Mein Schiff 6. Das Wetter hat auch am Abend dazu eingeladen, hier schön draußen zu sitzen mit einem entspannten Blick auf die Heckwelle. Ja, das war unsere Reise. Wir sind wieder zurück hier in Triest, wo wir vor 14 Tagen gestartet sind. Da unten stehen schon die Busse, die uns zum Flughafen zurückbringen. Wir sind über den Flughafen in Triest gereist. Einige Gäste sind allerdings auch über Venedig geflogen. Nach Venedig ist es circa eine 2-stündige Busfahrt. Wir haben nur circa 40 Minuten gebraucht. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch hinterlasst oder auch ein Abo auf diesem Kanal. Dann bleibt mir Danke zu sagen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, euer Guido vom Olix Channel. Right on your heart, almost like I've been this far.